Wir nähen jetzt zusammen diese Gerüchte-Tasche. Ein richtig schöner Alltagsbegleiter, passt zu allem, ist relativ schnell genäht und auch einigermaßen anfängertauglich, wenn man schon etwas Ahnung hat, wie man Reißverschlüsse einnäht. Und selbst wenn nicht, in diesem Video erkläre ich dir genau, wie das geht und los geht's. Und bevor du mit dem Nähen beginnst, habe ich jetzt noch ein paar Hinweise für dich, damit du wirklich ein richtig schönes, tragbares Ergebnis bekommst. Und zwar zum einen beginnen wir mit dem Reißverschluss. Du brauchst hier einen 30 cm langen Reißverschluss. Du kannst hier mit einem Plastikreißverschluss nähen oder, wie ich das gemacht habe, mit einem Metallreißverschluss. Und ich weiß besonders, die Metallreißverschlüsse sind oft schwer in der richtigen Größe zu finden. Ich habe versucht, die Tasche so zu konstruieren, dass es eine Größe ist, die man gut findet, nämlich 30 cm. Wenn du einen schönen Endlosreißverschluss findest, dann nimm den. Den kannst du dann nämlich zurechtschneiden. Oder wenn du einen Metallreißverschluss findest, achte darauf, dass die eine Nahtzugabe hier haben. Und zweitens, wenn du es nicht in der passenden Größe findest, dann bleib auf jeden Fall dran, beziehungsweise schau dir hier in dem Video das Kapitel an, wo ich dir gleich noch zeige, wie du jeden Metallreißverschluss auf die passende Größe anpassen kannst. Aber egal welchen Reißverschluss du kaufst, achte darauf, dass das gute Qualität ist. Es lohnt sich. Ich habe jetzt schon mehrmals den Fehler gemacht, dass ich eine Tasche genäht habe mit einem günstigeren, noch nicht mal super günstiger Reißverschluss, aber günstigere Reißverschlüsse. Dann habe ich die Tasche zweimal benutzt und dann war der Reißverschluss kaputt. Und dann bin ich meistens auch zu faul, den dann wieder auszuwechseln. Und ja, das ist dann immer schade drum. Deshalb gebt hier euch 1, 2 Euro mehr aus. Das lohnt sich auf jeden Fall. So, als nächstes, ich würde dir auf jeden Fall empfehlen, ein Vlies zu nutzen. Für den Außenstoff kannst du ruhig ein bisschen festeres Vlies nutzen. Noch wichtiger, und damit fangen wir an, nutzt für den Futterstoff auf jeden Fall auch ein ganz, ganz dünnes Vlies. Das Futter braucht keine Stabilität, aber wir müssen es vom Ausfransen schützen. Gerade wenn wir gleich den Reißverschluss nähen, und du wirst da auch Knipse finden, und Knipse, die reißen einfach super schnell ein, gerade bei so dünnen Futterstoffen. Deshalb würde ich hier ein ganz, ganz dünnes Vlies nehmen oder alternativ zu einem dünnen Vlies, also das Ganze mit Vlies zu unterbügeln, kannst du auch ein Kantenband nutzen, um einfach die Nahtzugabe zu verstärken. Dann können da nämlich die Seiten nicht mehr einreißen und das wird schon sehr, sehr viel helfen. Für alle weiteren Materialien schau nochmal in der Infobox vorbei, da habe ich dir die nochmal angegeben, oder in deiner PDF-Anleitung. Und damit ist auch schon das Wichtigste gesagt. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Nähen und wir steigen direkt ein. Und bevor wir mit der Nähanleitung beginnen, möchte ich dir noch kurz zeigen, wie du einen Metallreißverschluss so anpassen kannst, dass er genau auf deine Tasche passt. Und zwar starten wir hier mit den Reißverschlussenden. Bügel die 1 cm um. Nimm dir jetzt dein Schnittmuster zur Hilfe und da legst du jetzt den Reißverschluss drauf. Wir zeichnen uns jetzt erstmal an, wie viel wir hier kürzen müssen. Ich finde, das ist der einfachste Weg, das einmal nachzustellen. Ich werde hier vorne nichts wegkürzen. Da ist ja auch schon eine Nahtzugabe dran und da klippe ich jetzt einfach nur das Reißverschlussende dran und wir kürzen jetzt am Ende weg. Und hier lege ich mir mein Reißverschlussende jetzt auch an und markiere mir meine spätere Naht. Dann kannst du das entsprechend kürzen. Lass hier 1 cm oder auch lieber 1,5 cm als Nahtzugabe und dann kannst du anfangen, die einzelnen Reißverschlusszähnchen mit einer Zange rauszuziehen. Je besser die Qualität deines Reißverschlusses, desto schwieriger geht das übrigens. Der Reißverschlussstoff, der löst sich relativ schnell auf, aber das ist ja Polyester. Das heißt, hier hilft ein Feuerzeug und das Ganze einfach einmal erwärmen, dann schmilzt das und du kannst das wieder befestigen. Aber deshalb solltest du ein bisschen mehr Nahtzugabe einplanen, dass sich das nicht zu sehr auflöst. Aber so sollte das dann am Ende aussehen. Also ich habe die Zähnchen wirklich bis ganz, ganz knapp zu meiner Markierung rausgezogen. Und damit habe ich jetzt hinten 1 cm oder 1,5 cm Nahtzugabe erschaffen und kann den Reißverschluss jetzt perfekt einnähen. Jetzt ist natürlich ganz wichtig, dass du den Reißverschluss nicht mehr öffnest, bis wir den jetzt fixiert haben. Und dann können wir auch schon mit der Nähanleitung starten. Und wir beginnen, indem wir den Reißverschluss vorbereiten. Nimm dir dafür deine Reißverschlussenden. Die hast du zweimal aus Hauptstoff und zweimal aus Innenstoff. Und das stecke ich mir jetzt rechts auf die Reißverschlussenden. Der Reißverschluss ist also zwischen den beiden Lagen und das nähe ich mit 1 cm Nahtzugabe fest. Wenn du mit einem Plastikreißverschluss nähst, dann kannst du in den meisten Fällen sogar über die Zähnchen drüber nähen. Ansonsten achte einfach darauf, dass du hier so nah wie möglich an den Zähnchen dran nähst, aber natürlich nicht drüber nähst, vor allem hier bei den Metallzähnchen. Wenn du das gemacht hast, dann bügel das um oder falte das um und dann kannst du die Naht auch nochmal knappkantig absteppen.
Mach das jetzt für beide Seiten und wenn du alles richtig gemacht hast, dann sollte das jetzt perfekt auf dein Vorderteil passen. Als nächstes bereiten wir die Rüschen vor. Das Schnittteil solltest du zweimal zugeschnitten haben. Falte das Schnittteil rechts auf rechts aufeinander. Wir schließen hier die kurzen Seiten mit einem Geradstich und das kannst du dann auch wenden direkt und gut ausbügeln und das dann auch der Länge nach abbügeln. Jetzt rüschen wir das Schnittteil, das kannst du mit der Methode deiner Wahl machen, falls du das noch nicht gemacht hast vorher. Dann erkläre ich dir das hier jetzt kurz. Stell deine Nähmaschine auf die höchste Stichlänge ein, in meinem Fall ist das hier die 5. Wir nähen jetzt 2 Nähte innerhalb der Nahtzugabe und bevor du losnähst, achte darauf, dass du hier die Fäden hochholst, denn wir brauchen die überstehenden Fäden, um das Schnittteil am Ende zu rüschen. Genauso am Ende auch, lass da wirklich genug Faden überstehen. Ganz wichtig ist, dass du deine Naht am Anfang und am Ende nicht verriegelst. Und im nächsten Schritt ziehst du jetzt auf der einen Seite an den Unterfäden und auf der anderen Seite an den beiden Oberfäden. Und so kannst du das Schnittteil Schritt für Schritt zusammenrüschen. Das mache ich erstmal grob, sodass es nach Augenmaß dann auf das Vorderteil bzw. Rückteil der Tasche passen wird. Und dann nehme ich mir mein Taschenschnittteil und darauf findest du 2 Knipse. Und der untere Knips markiert die Positionierung der Rüschen. Das heißt, ich verteile die Rüschen einfach zwischen den beiden Knipsen. Steck dir das mit ganz vielen Nadeln und Klammern gut fest. Ich bevorzuge hier Klammern. Ich finde, das hält einfach besser. Und wenn du mit der Verteilung so zufrieden bist, dann kannst du das Ganze mit 1 cm Nahtzugabe abnähen. Du siehst, ich hebe zwischendurch immer mal wieder mein Nähfüßchen, um sicherzustellen, dass die Rüschen gerade angenäht werden. Wenn ich jetzt hier einfach immer nur geradeaus nähe, dann kann es sein, dass hier ein Winkel entsteht und das am Ende einfach nicht schön aussieht. Und deshalb schaue ich hier einfach immer mal wieder, dass sie wirklich schön und gerade liegen. Und so sollte das jetzt aussehen und wiederhole das Ganze für das zweite Hauptteil der Tasche. Als nächstes nähen wir den Reißverschluss ein, den haben wir ja schon vorbereitet. Leg den Reißverschluss rechts auf eines der Taschenvorderteile und jetzt setzt du am besten ein Reißverschluss-Nähfüßchen in deine Nähmaschine ein, denn damit kannst du näher an dem Reißverschluss nähen und das sieht am Ende schöner aus. Achte aber auch darauf, dass du nicht zu nah am Reißverschluss nähst, weil das kann dann die Funktionalität beeinträchtigen. Und so ein Reißverschlussfüßchen, der findet da eigentlich die perfekte Nahtzugabe für dich. Wenn du an dem Reißverschlussschieber angekommen bist, dann lass die Nadel stecken und heb dein Nähfüßchen, dann kannst du den Schieber zurückschieben, das Nähfüßchen wieder herunterlassen und weiter nähen. Und das Ganze wiederholen wir jetzt auch für den Futterstoff. Hier lege ich den Futterstoff rechts auf den Hauptstoff und der Reißverschluss ist jetzt zwischen den beiden Lagen. Und das Ganze nähe ich genau wie eben auch mit meinem Reißverschlussfüßchen ab. Und auch hier, wenn der Schieber im Weg ist, das Nähfüßchen kurz anheben, den Schieber verschieben und das Nähfüßchen wieder herunterlassen und weiter nähen. Du könntest die beiden Schritte auch in einem Schritt nähen, aber für Nähanfängerinnen und Nähanfänger würde ich auf jeden Fall empfehlen, das in 2 Schritten zu nähen. Und so sollte das jetzt aussehen. Bügel das Ganze jetzt einmal gut ab und dann steppst du die Lagen von außen knappkantig ab. Und genau das wiederholen wir jetzt noch für das zweite Vorderteil bzw. den zweiten Futterstoff. Ich stecke mir jetzt hier meinen zweiten Außenstoff rechts auf den ersten Außenstoff und das könntest du jetzt so schon abnähen, aber wie gesagt, man kann das auch in einem Schritt machen, deshalb stecke ich mir jetzt hier noch von der anderen Seite rechts meinen Futterstoff auf den ersten Futterstoff. Achte einfach immer darauf, dass die Stoffe rechts aufeinander liegen, also die schönen Seiten immer aufeinander liegen und dann sollte hier auch nichts schief gehen. Auch das gut ausbügeln und dann knappkantig absteppen und dann sollte das Ganze so aussehen. Im nächsten Schritt bereiten wir die Träger vor. Hier habe ich die langen Kanten erstmal 1 cm umgebügelt und das Ganze auch nochmal mittig abgebügelt und so kann ich dann die Seiten knappkantig abnähen. Für die Version, die an beiden Enden eingenäht wird, kannst du die Enden offen lassen und für die Version mit der Schleife bügel auch ein kurzes Ende um und die andere Seite kann offen bleiben.
Das Ganze nähe ich jetzt knappkantig ab an beiden Seiten und auch hier wieder für die Version mit der Schleife nähe ich auch die kurze Seite ab. Du könntest den Träger natürlich auch einfach rechts auf rechts aufeinander legen, abnähen und dann wenden und abbügeln. Das geht auch. Mir ist das Wenden nur meistens zu umständlich, deshalb mache ich das lieber so. Und wenn du das gemacht hast, dann leg den Träger jetzt mittig rechts auf den Reißverschluss und den kannst du jetzt mit einer kleinen Hilfsnaht von 0,5 cm befestigen, einfach damit er im nächsten Schritt nicht mehr verrutscht. Dann nimm dir jetzt den Boden aus Außenstoff und hier markiere ich mir jetzt erstmal 1 cm von den kurzen Enden, denn das ist der Anfang bzw. das Ende der Naht. Hierfür kannst du einen Trickmarker nehmen, Schneiderkreide oder auch einfach einen Bleistift, weil wir auf der linken Seite anzeichnen. Auf den beiden Hauptteilen findest du ja die 2 Knipse und der zweite obere Knips, der markiert den Anfang unserer Naht für den Boden. Das heißt, da lege ich nicht den Anfang des Schnittteils an, sondern meine Markierung. Denn die oberen 1 cm, die müssen wir jetzt offen lassen. Das ist ganz wichtig. Das heißt, bevor ich mit dem Nähen beginne, schaue ich hier, dass meine Nadel genau auf meiner blauen Markierung einsticht, damit ich sicher sein kann, dass ich erstens genau am Knips anfange zu nähen und zweitens, dass eben oben diese 1 cm offen bleiben. Ich nähe jetzt den Boden ringsherum mit 1 cm Nahtzugabe ab und durch die Rundung kann das Ganze etwas dauern, also nimm dir hier ruhig Zeit, das anzunähen. Du kannst zwischendurch immer mal wieder das Nähfüßchen heben, den Stoff anpassen unter deiner Nadel, um sicher zu gehen, dass das alles schön angenäht wird. Hauptsache, du nähst hier keine Falte ein. Und am Ende des Schnittteils angekommen, stoppe ich auch genau über meiner Markierung. Wir haben jetzt hier auf beiden Seiten 1 cm überstehen. Und genau das mache ich jetzt auch für die zweite Seite. Das heißt, ich lege den Boden jetzt rechts auf mein zweites Hauptteil aus Außenstoff und fange auch hier wieder genau auf meiner Markierung und den Knips an zu nähen. Und hier wird es jetzt so ein bisschen tricky, weil der Stoff hier unter der Nähmaschine etwas dicker wird. Das heißt, wenn du anfängst zu nähen, kannst du vielleicht nicht ganz genau deine Markierung treffen. Aber das ist jetzt erstmal nicht so schlimm. Ich zeige dir gleich, wie wir das fixen. Fang einfach so nah wie möglich an deiner Markierung an zu nähen. Nähe ringsherum und dann hörst du auch da wieder an der Markierung auf. Das ist am Ende immer einfacher. Und dann, wenn ich merke, ich habe da nicht so ganz meine Markierung erwischt am Anfang meiner Naht, dann setze ich da einfach nochmal an und nähe dann vorwärts. Weil das zu mir nähen ist dann immer einfacher und so kann ich sicherstellen, dass ich wirklich bis zur Markierung die Naht geschlossen habe. Ja, und genau diese Schritte wiederhole ich jetzt noch für den Futterstoff. Das heißt, auch hier lege ich den Boden aus Futterstoff rechts auf meinen Futterstoff. Auch hier habe ich mir wieder den Anfang und das Ende meiner Naht markiert mit 1 cm und ich lasse auch hier die 1 cm überstehen. Der einzige Unterschied ist, dass ich hier jetzt eine Wendeöffnung lasse. Und falls du neu hier bist, ich bin übrigens Maria und auf meinem Kanal findest du ganz viele Nähanleitungen, Nähideen. Falls dir das Video, das Schnittmuster, die Nähanleitung gefallen, schau doch super gerne mal auf meinem Kanal vorbei. Da findest du nämlich ganz viele weitere Nähideen, Schnittmuster. Vielleicht ist da was für dich dabei und vielleicht abonnierst du ja sogar meinen Kanal. Das freut mich am allermeisten. Dadurch, dass mein Außenstoff relativ dick ist jetzt mit den beiden Lagen, habe ich hier meine Markierung nicht ganz erwischt und deshalb setze ich da jetzt einfach nochmal an, wie eben beschrieben und nähe zu mir hin und das geht immer einfacher und so kann ich genau auf meiner Markierung stoppen. Und genauso verfährst du jetzt noch mit der zweiten Seite. So sollte das Ganze jetzt aussehen. Bevor wir die Tasche jetzt wenden, kannst du die Rundung leicht kürzen, vor allem im Außenstoff. Und dann schneide alle Rundungen mit einer Schere oder einem Clipper ein, damit wir die sauber wenden können. Dann wende jetzt deine Tasche und dann kommen wir schon zum letzten Schritt. Das sieht doch schon super aus, aber hier sind jetzt natürlich noch diese kleinen Enden offen und da kannst du jetzt dir alle Lagen sauber aufeinander legen. Das sollte jetzt ganz genau passen und dann kannst du das mit 1 cm Nahtzugabe abnähen, die Nahtzugabe ein bisschen kürzen und das dann noch mit einem Zickzackstich ordentlich versäubern. Ich gehe mit meinem Zickzackstich da wirklich mehrfach drüber, dass das richtig gut versäubert ist. Und dann musst du nur noch die Wendeöffnung nähen. Das mache ich knappkantig mit einem Geradstich und dann den Futterstoff nur noch in die Tasche stecken.
Und damit ist die Tasche fertig. Ich hoffe, sie ist so geworden, wie du sie dir vorgestellt hast. Falls ja, freue ich mich total, wenn du das Video likest. Und vielleicht schaust du ja sogar mal auf meinem Kanal vorbei. Da findest du nämlich noch ganz viele weitere Nähideen und Nähanleitungen. Und eventuell abonnierst du ja sogar meinen Kanal. Das freut mich immer sehr. Und ansonsten verlinke ich dir jetzt hier noch ein weiteres Video. Da können wir sofort zusammen weiter nähen. Und da sehen wir uns dann im neuen Video. Bis gleich!